restless, so give me something to do, yeah. Und damit hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, hier bei IT Energy. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und am Start seid. Heute mit einem Review für euch und zwar OnePlus 7 Pro. Let's go! Und warum ich zwei Geräte habe, erkläre ich euch. Ich hatte vor mir, das Gerät selber zuzulegen, selbst zu kaufen von meinem eigenen Geld. Das ist dieses blaue hier. Und dann hat mich glücklicherweise O2 angerufen und mich nicht gefragt, ob ich das Gerät testen wollen würde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und es hatte auch folgenden Grund. Ich war mit dem Gerät nicht ganz zufrieden. Die Spaltmaße sind hier etwas größer, die Lautstärketasten sitzen nicht richtig, die Frontkamera klackert ein bisschen, wenn man dagegen drückt. Und das sind Mängel, die ich nicht hinnehmen möchte bei so einem Preis. Und es hatte sogar einen Fleck unter dem Glas auf der Rückseite. Das alles bewegt mich jetzt dazu, das Gerät zurückzusenden und ich bin froh, dass O2 mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht das Gerät testen möchte, denn ich kann euch sagen, das Gerät ist deutlich besser verarbeitet. Ich kann euch also nur empfehlen, achtet beim Kauf nochmal genau darauf, ob ihr auch irgendwelche Mängel habt und ansonsten kann ich euch empfehlen, tauscht es um, gebt es zurück und bestellt euch ein neues. Kurz zu den technischen Daten, wir haben einen Snapdragon 855 verbaut, der neueste Prozessor aus dem Hause Qualcomm, wirklich eine Rennmaschine haben wir hier wieder. Ihr bekommt das Gerät entweder mit 6, 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher. Sorry, aber die meisten Laptops haben weniger. Ich gebe euch die Empfehlung, kauft euch auf keinen Fall die 12 GB Variante. Das muss nicht sein. In meinem Test habe ich sogar bei den Benchmarks mit der 6 GB Variante im Geekbench und Antutu eine höhere Punktzahl erreicht. Woran das liegt? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber absolut überwältigt bin ich vom Display. Das Display ist eine Wucht und umso mehr ärgert es mich, dass dieses Gerät nicht auch bei den Einzelhändlern ausgestellt ist. Leider bekommt ihr OnePlus hier in Deutschland noch nicht überall. Hierzulande könnt ihr das Gerät einmal bei Amazon kaufen oder bei OnePlus direkt. Ich kann euch empfehlen, kauft ruhig bei Amazon, denn der Preis ist der gleiche und der Service ist bei Amazon nochmal etwas einfacher von der Abwicklung, als wenn ihr jetzt OnePlus direkt kontaktiert. Und wenn ihr euch das Gerät kaufen wollt, nutzt doch gerne einen Affiliate-Link hier in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr den Kanal und solche Videos werden dann erst möglich. Das Display hat die höchste Bildwiederholrate in einem AMOLED-Panel, seitdem es Smartphones gibt. Ihr bekommt kein anderes AMOLED-Display auf dem Markt, was so schnell ist wie dieses. Es ist erstaunlich für mich, dass Samsung diese Technik nicht in ihren eigenen Smartphones verbaut hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass Samsung sich aus taktischen Gründen vielleicht erstmal bei OnePlus ein bisschen ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass spätestens das S11, vielleicht sogar auch schon das Note 10, diese Bildwiederholrate bekommt. Für mich ist der Unterschied sofort erkennbar, ob ich es mit einem 90 oder 60 Hertz Display zu tun habe. Es wird aber wahrscheinlich nicht jedem von euch genauso gehen. Deswegen finde ich es richtig schade, dass ihr euch das Gerät wahrscheinlich kaum vor Ort angucken könnt. Ich kann euch auch über dieses Video leider nicht rüberbringen, wie sich 90 Hertz anfühlen oder wie sie aussehen. Das Video hier ist zum Beispiel mit 24 FPS geschnitten und gefilmt und mit 24 Bildern pro Sekunde lassen sich 90 Bilder einfach nicht festhalten. Ich kann euch nur versprechen, dass es das flüssigste Display ist, was ihr je erlebt habt. Und damit nicht genug. Das Display hat keine Notch. Geräte ohne Notch sind zwar jetzt kein Novum, aber es ist einfach geil. Ich habe es zuletzt im Mi Mix 3 getestet, das war bei mir auch ohne Notch und ich habe auch noch zwei weitere Geräte auf dem Plan. Da kann ich euch schon mal ankündigen, ich werde auch noch das Asus Zenfone 6 und das Oppo Reno 10X testen. Diese haben auch keine Notch. Und welche ich dann als beste Lösung empfinde, um der Notch zu entgehen, werdet ihr auf jeden Fall in einem Review sehen. Deswegen abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich kann euch nur sagen, es gibt kein besseres Display auf dem Markt als dieses. Selbst Samsung hat kein besseres. Und noch ein riesen Pluspunkt bei dem Gerät ist die Software. Ihr wisst, ich bin OnePlus-Fanboy. Ich habe seit dem OnePlus 3 alle Generationen mitgemacht. Auch mein erstes Video auf diesem Kanal ist zu einem OnePlus-Device. Das ist, glaube ich, Beweis genug. Sie haben mich mit CyanogenMod damals gecatcht. Ich war in der Custom-ROM-Szene ziemlich aktiv und habe auch die ein oder andere Software oder ROM geflasht und da war es einfach richtig genial oder ein guter Schachzug, die Custom-ROM-Szene abzuholen mit dem Cyanogen OS oder Cyanogen Mod auf deren eigenen Geräten. Leider durch eine kleine Auseinandersetzung mit Cyanogen und OnePlus sind jetzt auf den Devices Oxygen OS installiert, was aber auch aus der Custom-ROM-Szene kommt, deswegen ist das kein Nachteil. Und ich kann euch sagen, Oxygen OS ist das iOS für Android. Es funktioniert einfach aus der Box heraus super, es ist mega flüssig, ich vermisse gar keine Funktion mehr. Wir haben mittlerweile sogar einen Screen Recorder, der funktioniert sogar besser als beim Xiaomi Mi 9, denn da hat es geruckelt, wenn ich ein Spiel gespielt habe und das aufgezeichnet habe. Das habe ich hier nicht. Hier ruckelt nichts, wenn ich ein Spiel
Handyspiel aufzeichne. Die Aufnahme hat zwar keine 90 FPS, das habe ich extra nachgesehen, zwar nur 60, aber für mich reicht das vollkommen. Und es gibt nützliche kleine Funktionen, die einen Mehrwert bieten. Zum Beispiel könnt ihr euer Telefon in eine Art Flugmodus mit dem Zen-Mode versetzen, in dem ihr gar keine Wahl habt, ihr könnt das Gerät nicht benutzen. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist Fotos schießen und den Notruf absetzen. Gut, jetzt könnte man sagen, warum kann man denn zumindest Fotos machen? Hätte man ja vielleicht auch weglassen können. Kann ja sein, dass OnePlus das in Zukunft weglässt. Ich finde es sogar ganz gut, wenn man sagt, nachdem der Wecker geklingelt hat, geht automatisch der Zen-Mode ein. Denn wir wissen, morgens, wir greifen meistens alle direkt nach dem Smartphone und das ist nicht gut für uns. Und damit wir vielleicht die ersten 20 Minuten des Tages ohne Social Media auskommen, wäre es doch ganz gut, wenn wir den Tag ohne oder mit Zen-Mode quasi starten können. Und das sind jetzt nur die neuen Funktionen in der Software gewesen. Man kann nach wie vor einen Lesemodus aktivieren. Den gibt es so wie hier auch nur bei OnePlus. Ihr habt die Möglichkeit, die Icons auf dem Stock-Launcher zu ändern. Ich brauche keinen Nova-Launcher. Ich halte mein Gerät gerne so clean wie möglich und ohne zweiten Launcher habe ich das. Und OnePlus hat auch bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ziemlich updatefreundlich sind. Das bedeutet, ihr könnt davon ausgehen, dass Android 11, wahrscheinlich sogar Android 12 auf dem Gerät noch laufen werden. So, und dann will ich auch noch mal ein bisschen weitermachen bei den positiven Dingen. Und zwar haben wir hier einen neuen Vibrationsmotor eingebaut. OnePlus hat auf die Community gehört und bei den bisherigen Modellen war es so, dass dieser leider ziemlich schwach war. Der wurde um das Doppelte verbessert. Das heißt, wir haben 200% stärkere Vibrationen und das merkt man auch. Für mich ist dieser noch nicht ganz auf dem Pixel-Niveau. Ich habe aber gerade kein aktuelles Pixel hier, sodass ich das vergleichen könnte. Aber mit dem iPhone kann es auch noch nicht ganz mithalten. Der ist beim iPhone für mich und beim Pixel immer noch ein bisschen besser, aber er kommt nahe ran. Und die guten Dinge hören gar nicht mehr auf. Das OnePlus hat UFS 3.0 Speicher, das bedeutet, ihr habt nochmal einen deutlich schnelleren Datentransfer. Einmal intern im Gerät können die Daten schneller verarbeitet werden oder auch wenn ihr Dateien auf dem Laptop oder auf dem PC übertragt. Bei mir ging ein Datentransfer zum Beispiel von einem 4K-Video um ein Vielfaches schneller, als es bei einem S10 oder P30 Pro der Fall wäre. Also wer oft Dateien hin und her verschiebt, für den ist das ein absoluter No-Brainer. Was das Aufladen angeht, hat OnePlus leider kein Wireless Charge, aber Warp Charge. Was ist Warp Charge? Einfach ausgedrückt 30 Watt Schnellladen. Und bei OnePlus funktioniert es immer so, dass es nur mit dem richtigen USB-Kabel und auch mit dem richtigen Netzteil funktioniert. Das heißt, ihr müsst beides originales Zubehör verwenden. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, wenn ihr euer Kabel mal verliert, weil ihr dann auf jeden Fall das originale Kabel kaufen müsst. Und da solltet ihr zum Beispiel aufpassen, dass ihr nicht an ein Plagiat geratet. Also kauft am besten original bei OnePlus oder halt bei Amazon von zertifizierten Händlern. Dass ihr auf sowas achten müsst, ist zwar ein Nachteil, aber der Vorteil ist, euer Gerät wird nicht heiß und ich könnte mir vorstellen, dass der Akku auf Dauer dadurch auch deutlich schonender behandelt wird. Ich muss wohl hinzufügen, dass das Gerät nicht ganz so schnell lädt wie das Huawei P30 Pro. Das P30 Pro lädt mit 40 Watt und das OnePlus nur mit 30. Ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden sind in etwa 10 Minuten, bis er voll aufgeladen ist. Das ist nicht viel, aber ich wollte es nur kurz hier erwähnen. Was man aber auf jeden Fall merkt, ist die unterschiedliche Screen-On-Time. Das P30 Pro hält bei mir circa 7 bis 8 Stunden, je nach Nutzung. Es ist einfach ein Akkumonster und soweit ich weiß, kommt da nur das neue Mi 9T ran. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht mit hohen Erwartungen in den Akkutest reingegangen. Es war bereits durch diverse Reviews bekannt, dass dieser nicht so lange halten wird und leider behalten diese Reviews recht. Ihr könnt ein bisschen den Akku optimieren, wenn ihr zum Beispiel den Dark Mode aktiviert. Den habe ich sofort als erstes aktiviert, als ich das Gerät bekommen habe und ihr könnt auch noch zum Beispiel das Display von 90 auf 60 Hertz herunterschrauben, aber da geht euch natürlich dann einiges an Features und Feeling verloren. Ich hatte es jetzt bisher immer auf 90 Hertz getestet. Leider hielt der Akku bei mir so zwischen 5 und 6 Stunden. OnePlus ist aber immer noch dabei, daran zu arbeiten, also sich verbessern ist stetig. Stereo-Sound. Endlich. Es gab zum Beispiel auch schon bei den vergangenen Generationen diverse Mods, die den Ohrhörer als zweiten Lautsprecher freigeschaltet haben. Ich habe das nie gemacht, weil ich gedacht habe, dieser ist nicht dafür ausgelegt, also soll dieser auch nicht so laut klingen und ich wollte nicht, dass dieser kaputt geht. Wichtig ist doch jetzt, heute haben wir ihn. Ihr habt also Stereo-Sound. Das ist sogar nicht nur beim Pro-Modell, sondern auch beim normalen OnePlus 7. Und ich kann euch sagen, diese klingen super. Es gibt natürlich ganz kleine Unterschiede vielleicht beim Lautsprecher zwischen dem S10 und dem iPhone, aber um ehrlich zu sein, das ist mir gar nicht so wichtig. Hauptsache, er klingt gut und wir haben 2 davon. Mehr will ich doch gar nicht.
Das waren nun also die positiven Dinge und der aufmerksame Zuschauer, dem möge aufgefallen sein, dass ich noch nicht die Kamera erwähnt habe. Und damit kommen wir jetzt zu den Features, die nicht positiv, aber auch nicht negativ sind. Ich betreibe kein Pixel-Peaking, aber das ist heute notwendig, wenn ihr Kameras vergleichen wollt. Wenn ihr einen umfangreichen Kameratest haben wollt, dann sollte es dafür ein separates Video geben. Hier für dieses Video sei gesagt, ihr habt wie bei vielen Herstellern mittlerweile 3 Kameralinsen. Huawei hat 4, ich weiß, aber hier habt ihr 3 Stück und ich finde, das reicht auch meines Erachtens nach. Wir haben 2 bildstabilisierte Kameras. Das ist die Hauptkamera mit 48 Megapixeln und 1,6er Blende und die dreifache Zoom-Kamera mit 8 Megapixeln und 2,4er Blende. Die letzte der 3 Linsen hat einen Weitwinkelsensor mit 16 Megapixeln und eine 2,2er Blende. Ich blende euch nun ein paar Vergleichsbilder ein mit dem P30 Pro und dem OnePlus 7 Pro. Das OnePlus war immer etwas wärmer und das P30 immer etwas kühler. Sowas lässt sich aber auch in der Nachbearbeitung ganz einfach regeln und der Weißabgleich lässt sich dann natürlich ändern. Das P30 war für mich immer ein bisschen zu kühl und das OnePlus etwas zu warm. Das lässt sich halt wie gesagt einfach dann auch in der Nachbearbeitung korrigieren. Wem das aber zu viel Arbeit ist, der bekommt das natürlichere Bild meines Erachtens nach in dem P30 Pro. Der Nachtmodus ist aber ganz klar im P30 Pro besser. Beide schaffen es auf jeden Fall, ein sehr helles Bild zu kreieren. Das P30 Pro ist aber zu den Rändern nochmal etwas heller. Das OnePlus nur in der Mitte wirklich hell und das P30 ist, wenn man reinzoomt ins Bild, deutlich schärfer. Es lassen sich Texte noch klar erkennen. Das kann das OnePlus definitiv nicht. Ein wirklicher Nachtmodus ist es in meinen Augen nicht. Ihr könnt dann mit der Gcam Kamera App sicherlich noch das ein oder andere rausholen an Extras, aber für den Nachtmodus muss ich auf jeden Fall den Punkt dem P30 geben. Anders ist es beim Videomodus, da habe ich das OnePlus gegen das S10 Plus antreten lassen. Für mich, muss ich sagen, leistet hier OnePlus sogar das bessere Bild ab. Das S10 ist eigentlich bekannt dafür, eine sehr, sehr gute Videoqualität zu haben, aber in meinen Augen war das OnePlus hier etwas besser. Ich habe aufgenommen in 4K mit 60 FPS. Das Video hier auf YouTube ist in 24p, deswegen ist es nicht ganz realitätsgetreu, was ihr jetzt hier über YouTube seht, aber das, was ich zu Hause gesehen habe, ist, dass das OnePlus hier ein besseres Bild abliefert. Sei es zum Beispiel der Fokus, der war beim OnePlus sogar teils ein bisschen schneller, der ist aber auf beiden sehr schnell und auf einem sehr hohen Niveau. Das OnePlus bekommt sofort einen richtig schönen Dynamikumfang rein und belichtet korrekt. Das macht das S10 Plus zum Beispiel nicht. Für mich hat das OnePlus sogar dann von allen Geräten, also zwischen dem P30, dem S10, im Moment den besten Videomodus. Der Vorteil beim S10 ist jedoch, dass ihr zwischen der Weitwinkel-Zoom-Linse und normale Telelinse immer hin und her wechseln könnt im Videomodus. Das kann das OnePlus nicht. Wenn ihr aber Weitwinkelaufnahmen natürlich haben wollt, dann nehmt das S10. Die Kamera war in einem OnePlus eigentlich immer der größte Schwachpunkt und der Grund, warum man sich vielleicht ein anderes Gerät gekauft hat. Das ist es in meinen Augen nicht mehr. Die Kamera ist einfach sehr vielseitig. Nicht nur, dass ihr die originale Kamera-App nutzen könnt, sondern ihr könnt auch einfach eine Gcam-App oder den Mod dazu quasi auf eurem Gerät installieren. Das bedeutet, wenn ihr nicht zufrieden seid, nehmt ihr einfach die andere App dazu. Das habt ihr bei einem Huawei-Smartphone zum Beispiel nicht und auch bei einem Samsung nicht, denn die Gcam-App lässt sich nicht so einfach auf diese Geräte portieren, weil diese ganz andere Prozessoren verwenden. Zum Beispiel benutzt Huawei Kirin-Prozessoren und Samsung hierzulande Exynos-Prozessoren. Das ist dann für die Gcam-Apps nicht so einfach zu portieren. Also alles in allem liefert die Kamera für mich aber sehr, sehr gute Ergebnisse ab. Ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau vom P30 Pro, was die Fotos angeht, aber für mich auf dem Videoniveau ganz klar besser als das Huawei und sogar als das Samsung. Wem kann ich das Gerät jetzt da draußen empfehlen? Ich kann das Gerät jedem da draußen empfehlen, dem das Gerät nicht zu groß ist, denn es ist mit seinen 6,7 Zoll nochmal ein Stückchen größer und auch breiter als ein P30 Pro oder S10 Plus. Und ich kann es jedem da draußen empfehlen, der nicht so ängstlich ist wie ich mit dieser Frontkamera. Ich hatte halt Angst, dass diese irgendwann, sei es in einem Jahr oder in 2 Jahren, nicht mehr so funktioniert, wie es soll oder halt kaputt geht. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte das vermeiden und deswegen bleibe ich im Moment noch gerne bei meinem P30 Pro. Für mich hat es nicht gereicht. Ich schicke das Gerät gerne an O2 zurück. Nochmal vielen Dank für die Bereitstellung des Gerätes und es hat mir eine Freude gemacht, das Gerät auszuprobieren. Ich habe für mich entdeckt, ich bin mit meinem P30 Pro im Moment so zufrieden, dass ich es nicht durch das OnePlus 7 Pro ersetzen werde und ich freue mich umso mehr auf
den Nachfolger, das wahrscheinlich OnePlus 7T oder OnePlus 7T Pro, wie es auch immer heißen mag. Und ich hoffe, dir hat das Video bei deiner Entscheidung geholfen. Wenn ja, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten kauf das Gerät gerne über einen der Links, die du hier unter dem Video siehst. Du hilfst mir auf jeden Fall dabei, hier weiter Videos zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem kommenden Video wieder. Ihr wisst, wie es heißt. Abo, Glocke, Like, du weißt Bescheid. Bis zum nächsten Video. Stay Energy und ciao.